Das Herz, liebe Freunde, das hat eine Türe. Und wir sind ja im Leben konditioniert, die Türen zuzuhaben. Und wir haben uns im Laufe des Lebens viele Schichten drum gelegt, dass uns ja keiner verletzt, weil wir ja so verletzlich sind. Das tut so weh. Und deswegen haben wir das Herz zugemacht. Wenn ich Ihnen sage, Sie sind ein Idiot, sagen Sie, Häusler, nehme ich überhaupt nicht an. Da habe ich Mauern gebaut, da ist mein Herz zu, für sowas bin ich nicht empfänglich. Oder wenn es Ihnen sonst jemand sagt. Das ist der Schutz. Und jetzt kommt Bruno Kröning und will Ihnen was geben. Und wir wissen gar nicht mehr, wie wir die Tür aufmachen können. Wenn jetzt einer zu Ihnen sagt, ach, bist du süß. Meint der mich? Nee. Ich und süß? Warum sollte ich süß sein? Was will der von mir? Jetzt schleimt er sich ein. Merken Sie, durch wie viele Türen diese Süße durch muss, bis es bei uns im Herzen drin ist? Ich meine das wirklich, du bist süß. Warum sagt er mir das? Es ist interessant, wie zu barrikadiert wir durchs Leben gehen. Aber beobachten Sie sich mal selber, wie Sie auf die unterschiedlichen Dinge reagieren. Wir sind schon so im Trott drin, wir machen uns keine Gedanken, das läuft alles so vor sich hin. Die Linda kam gestern von der Krabbelgruppe oder Kindergruppe und so, sagt sie, das ist so anders. Kommt das kleine Kind an? Darf ich auf deinen Schoß? Stellen Sie mal vor, hier käme einer an. Darf ich auf deinen Schoß? Merken Sie, wie unterschiedlich das ist? Die Kinder überlegen nicht. Wenn ich die Tante jetzt frage, ob ich auf den Schoß darf, was wird sie denken von mir? Vielleicht mag sie mich gar nicht und sagt nein, oh, dann bin ich verletzt. Das mache ich lieber nicht. Nee, es fragt einfach. Und weil wir wissen, dass ein Kind einfach nur ehrlich und offen ist, fällt bei uns die Mauer weg und wir nehmen es einfach auf den Schoß. Und überlegen nicht, warum will es jetzt auf meinen Schoß und nicht auf den Schoß? Liegt das an meiner weichen Hose oder an meinem Parfum? Nein. Und der Bruno sagt, nein, Freunde, es kommt auf Sie selbst an, wie Sie das Gute aufnehmen. Und da stehen wir alle, liebe Freunde. Irgendwo stehen wir da alle. Und wissen noch nicht, sollen wir was reinlassen, sollen wir es nicht reinlassen? Eigentlich will ich es ja. Dann mache ich mich ganz auf oder ich denke, ich bin ganz offen. Und dann tut sich nichts. Dann bin ich enttäuscht, mache ich wieder zu. Bleib du weg, Bruno. Merken Sie, was das für ein Ringen ist. Bis der liebe Gott uns da hat, dass er uns wie hat wie ein Kind. Willst du auf meinen Schoß? Ja. Und deswegen sind es wir selber mit unserem komplizierten Hirn. Und da ist es die Kunst, liebe Freunde, einfach alles mal beiseite zu lassen und einfach nur das Vertrauen zu haben, ja, es wird. Und wer da am meisten den Vorteil hat, wissen Sie, wer da am meisten den Vorteil hat? Das sind die, die mit dem Rücken an der Wand stehen, die nichts mehr zu verlieren haben, wo alle gesagt haben, da geht nichts mehr, du hast nur noch 2 Wochen zu leben. Die machen auf, weil sie sagen, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Was soll's? Was soll ich jetzt noch überlegen? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Da hat man eine gewisse Reife bekommen. Aber liebe Freunde, das ist nicht notwendig, dass wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Dass wir die Reife auf diese Art und Weise bekommen. Es ist nicht notwendig, dass wir so tief ins Leid, ins Elend hinabsteigen müssen, um diese Erkenntnis zu bekommen. Weise ist der sagt, es reicht mir, wenn andere das erlebt haben. Ich werde das nie vergessen, liebe Freunde. Die Frau, es war in Münster in der Regionaltagung. Ich fragte bei mir in der Pause, wie sind Sie dazugekommen? Und eine Frau sagte mir, Häusler, eigentlich würde ich heute nicht mehr leben. Ich hatte Schmerzen am ganzen Körper. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und kein Arzt hat mir auch nur ansatzweise Hoffnung machen können, dass sich das jemals ändert. Das ist unheilbar. Sie sind austherapiert. Damit müssen Sie leben. Und sie sagte, ich konnte nicht mehr damit leben. Und ich wollte auch nicht mehr.
Und dann hat sie alles zu Hause aufgeräumt, sauber gemacht, hatte sich eine Überdosis zurechtgelegt und wusste, am Sonntag werde ich den Körper verlassen. Und dann hatte sie gesagt, so, das Letzte, was ich aufräumen wollte, war der Briefkasten. Und dann habe ich aus dem Briefkasten die Post geholt und da war gar nicht viel Post drin, aber es war ein Flyer drin. Und sie hat gelesen, Heilung auf geistigem Weg, Mittwoch, Vortrag. Und dann dachte sie, okay, du kannst dich auch nächsten Sonntag umbringen, da gehst du noch hin. Liebe Freunde, und dann saß sie vor mir, sagt sie, Herr Häusler, ich bin eine glückliche, gesunde Gemeinschaftsleiterin jetzt. Mir tut nichts mehr weh, ich bin vollkommen frei. Liebe Freunde, wenn so jemand in den Vortrag reingeht, der ist offen. So jemand hat nichts mehr zu verlieren. Den kann man nicht mehr verletzen. Der ist nur verletzt. Das kann man nicht mehr steigern. Deswegen ist alles weg gewesen und sie hat die volle Heilung bekommen.